Hallo zusammen, ich bin's mal wieder, euer Michael. Heute mal wieder aus dem Studio mit dem DJI Osmo Pocket 3 und dem DJI Mic 2. Ich hoffe, das geht hier von der Qualität so her. Ich habe das Mikro jetzt mal hier hergestellt, weil das zieht mir hier fast das T-Shirt aus. Heute geht es aber um was ganz anderes, und zwar, es ist ja bekannt, dass man mit iPhones, den aktuellen iPhones, also dem 15 Pro und dem 15 Pro Max, relativ cool Videos aufnehmen kann. Ihr habt da ja die Möglichkeit, Videos im Apple-Log-Format aufzunehmen. Ihr könnt die Blackmagic App nutzen, um das alles richtig zu konfigurieren. Und da liegt es natürlich nahe, das iPhone in den Käfig zu packen und da mal richtig auszurüsten. Und genau darum geht es heute. Ich habe hier nämlich den Neewer Smartphone Rig Käfig, Kamera, Smartphone Käfig, wie auch immer der genau heißt, wo ihr euer Smartphone einpacken könnt. Ich habe hier das 15 Pro Max, wie ihr seht, von der Größe her, in dem Käfig einfach mal eingebaut und möchte euch da ein bisschen was dazu erzählen. Als allererstes ist natürlich die Verarbeitung von dem Käfig sehr gut. Das Ganze ist aus Aluminium, ich sag mal gefräst. Es ist eloxiert oder lackiert, ich glaube es ist eloxiert, irgendwie sowas, in schönem matten Schwarz. Da treten also auch keine Spiegelungen auf oder sowas, und ihr habt sehr viele Möglichkeiten, hier Sachen anzubringen. Wie ihr seht, ich habe hier zwei Griffe dran. Ihr könnt das Ganze aber auch einfach abschrauben und zum Beispiel hier oben anbringen oder auch an der Seite oder vorne, hinten, wie auch immer. Das Ganze lässt sich da sehr einfach vornehmen. Ich mache den jetzt hier gerade mal wieder fest und erzähle euch da noch ein bisschen mehr dazu. Das Smartphone selber spannt ihr hier einfach ein. Ihr habt hier so eine kleine Verriegelung. Wenn ihr die aufmacht, könnt ihr das Ganze zur Seite klappen und dann das Smartphone nach außen entnehmen. Genauso geht es natürlich auch wieder rein, und habt hier alles mit Gummis geschützt. Also ihr könnt euch das Handy, Smartphone da auch nicht verkratzen, was mir natürlich persönlich sehr wichtig ist, weil die Dinger kosten einen Haufen Geld, und das dann mit irgendwie einem Käfig zu verkratzen, wäre doch dann so schon sehr schade. Das Gewicht hier liegt jetzt bei ca. 245 Gramm. Da kommt es natürlich dann drauf an, was ihr hier noch so alles anbringt. Da könnt ihr natürlich ordentlich Gewicht draufpacken, weil es lässt sich ja relativ viel anbringen. Ihr habt 12 Viertelzoll Gewinde und 2 Cold Shoe Mounts, wo ihr Mikrofone, Lichter und so weiter anbringen könnt, aber eben auch noch ganz andere Sachen. Und die möchte ich euch jetzt mal vorstellen. Wie ihr seht, sind hier vorne die Kameras offengelegt, und hier ist erstmal nichts montiert. Ihr habt da verschiedene Adapter, ich zeige euch die jetzt mal, wo ihr verschiedene Sachen anbringen könnt. Ihr habt hier einmal einen Adapter, wo ihr einen 67 mm Filtergewinde habt, und wenn ihr den ganzen hier anbringt, ihr müsst es einfach nur auflegen, ein bisschen drücken und rüberziehen, dann habt ihr den hier montiert, und jetzt habt ihr ein 67 mm Filtergewinde angebracht. Das ist natürlich wichtig, wenn ihr ND-Filter oder sowas nutzen wollt, damit ihr auf eure 180 Grad Shutterregel kommt. Und auch ND-Filter gibt es da natürlich von Neewer. Die habe ich hier mal alle zur Hand. Das Wichtigste ist wahrscheinlich der variable ND-Filter. Der ist 67 mm groß. Ihr könnt den hier einfach aufschrauben und dann könnt ihr den da einfach verstellen. Auch der ist sehr wertig, macht hier also einen sehr guten Eindruck. Wenn ihr das jetzt hier habt, dann könnt ihr hier ganz einfach eure Stärke, ihr seht es wahrscheinlich, ihr seht es hier in der Kamera, wie sich die Stärke vom ND verstellt. Ihr habt hier zwischen 2 und 5 Stops, könnt noch eine extra Linse aufbringen, und dann habt ihr zwischen 7 und 9 Stops. So könnt ihr also perfekt eure Shutterzeit, also eure Verschlusszeit einrichten, dass ihr auf die 180 Grad Shutterregel kommt. Das Kit mit den ND-Filtern bringt euch aber noch weitere Sachen. Ihr habt also, wie gesagt, den variablen ND-Filter. Ihr habt hier noch einen ND32-Filter, den ihr aufbringen könnt. Ihr habt einen Black Diffusion Filter, also einen Mistfilter mit einer Viertelstärke. Das macht euch die Lichter einfach ein bisschen softer, ist auch sehr gut. Und dazu habt ihr hier dann noch eine magnetische Verschlusskappe. Das heißt, das Ganze ist magnetisch, ihr könnt es einfach anbringen und eure Linse ist geschützt. Das ist meiner Meinung nach richtig cool, weil ihr könnt es ziemlich schnell wieder abnehmen und müsst da nichts irgendwie schwierig aufschrauben oder sowas. Ruckzuck, innerhalb von einer Viertelsekunde ist es dran und auch wieder weggemacht. Das ist also schon sehr cool. Ich habe das jetzt schon ausgiebig getestet und konnte da jetzt keine Nachteile feststellen. Ich erspare euch hier jetzt natürlich Aufnahmen, die ich damit gemacht habe, weil es gibt ja genug Aufnahmen von iPhones, die jetzt hier für Videoaufnahmen benutzt werden. Und da gibt es einige Leute, die haben das doch ein gutes Stück besser drauf als ich. Wenn wir jetzt hier den Filter wieder abnehmen,
und das Ganze in der schönen Hülle hier verstauen. Dann kann ich euch direkt zeigen, wie es weitergeht. Wir haben hier also verschiedene Abteile, wo die Filter auch schön gelagert sind. Klar, man hört so ein bisschen die Filter, aber sie sind beim Transport geschützt. So, wir haben hier also die 67 mm Filteraufnahme. Wenn wir die jetzt wieder demontieren, ganz einfach mit einem kleinen Klick, dann haben wir hier noch eine andere Aufnahme, und zwar diese Aufnahme, und die sieht schon ein bisschen anders aus. Wenn wir die jetzt mal aufbringen, dann können wir jetzt hier erkennen, dass die Linsen hier ja, einzeln dargestellt werden. Und das liegt daran, ihr habt hier an der Hauptlinse jetzt ein 17 mm Gewinde. Jetzt fragt man sich natürlich, für was braucht man ein 17 mm Gewinde? Und da kommen wir jetzt zum nächsten, ja, ich sag mal cooleren Teil, und zwar Objektive. Jetzt ist es so eine Sache, Objektive für Smartphones, da gibt es ja diese kleinen Objektive, die sich da so aufklipsen lassen, die sind von der Qualität auch gar nicht mal so gut. Es gibt aber auch andere Objektive, wie jetzt zum Beispiel hier das Neewer-Objektiv, und zwar mit verschiedenen Brennweiten. Wir haben hier jetzt eine 18 mm Wide-Angle Lens, also wir haben ja einen Weitwinkel so gesehen für die Hauptlinse. Das heißt, ihr habt hier jetzt nicht mehr die 24 mm standardmäßig, sondern ihr könnt die Hauptlinse auf 18 mm erweitern. Und das hat den Vorteil, die Kamera lässt sich ja umschalten auf 48 Megapixel RAW. Das Ganze gilt aber nur für die Hauptlinse und nur bei 24 mm. Jetzt könnt ihr hier natürlich so eine Optik anbringen und habt über die Hauptlinse auf einmal 18 mm in 48 Megapixel und RAW. Hat natürlich Vorteile, weil die Bildqualität gegenüber den 24 oder 12 Megapixeln dann doch schon ordentlich zunimmt. Und da gibt es verschiedene Objektive. Wie gesagt, wir haben hier ein 18 mm Objektiv. Ich habe hier aber auch noch ein 60 mm Objektiv. Genau, 60 mm Telephoto-Lens. Ein Tele ist es jetzt nicht richtig, aber 60 mm sind schon mal deutlich mehr als 24 mm. Und wenn ihr das hier aufbringt, dann habt ihr da natürlich auch wieder den Vorteil, dass ihr eben in 48 Megapixel RAW aufnehmen könnt. Das Ganze lässt sich hier ganz einfach aufschrauben und ist dann hier fest angebracht. Jetzt habt ihr natürlich den Vorteil, über den Käfig lässt sich das Ganze auch relativ gut festhalten. Also ihr habt da schon ein bisschen Gewicht jetzt hier vorne dran. Es ist eben eine große Optik, aber von der Qualität her auch wirklich sehr gut. Und wie gesagt, ihr könnt jetzt halt mit 60 mm die Bilder aufnehmen in 48 Megapixel im RAW-Format. Ihr könnt aber natürlich auch filmen. Das hat schon sehr coole Vorteile und ich war zuerst verwirrt, warum es das Gewinde hier hat, und hatte eigentlich erst so Bedenken, die Optiken zu verwenden, weil da gibt es halt schon schlechte, die da wirklich sehr schlechte Erfahrungen gebracht haben, so gesehen. Aber wie ihr seht, die sind hier nicht wirklich klein. Die sind schon ordentlich und vor allem für den kleinen Sensor vom Smartphone völlig ausreichend. Da ist schon ordentlich Qualität dahinter. Und wie ich euch schon gesagt habe, ihr habt hier 12 Viertelzoll Gewinde und 2 Cold Shoe Mounts verbaut. Ihr könnt da natürlich noch Mikrofone anbringen. Die könnt ihr entweder hier oder hier anbringen. Ihr habt aber auch noch die Möglichkeit, einen SSD-Halter anzubringen. Die SSD-Festplatte lässt sich dann mit dem Halter hier oben einfach festschrauben. Und ihr habt es vielleicht schon gehört, beziehungsweise ich gehe davon aus, wenn ihr das Video wegen Videozubehör anschaut, dann wisst ihr, dass die iPhone Pros 4K 60 nur über die SSD aufnehmen können. Und ja, ihr habt hier den SSD-Halter, ihr habt ein Kabel hier dran. Jetzt wisst ihr auch, warum ich den Halter hier unten angebracht habe. Das Ganze lässt sich verbinden und dann könnt ihr anfangen, schön in der Gegend rumzufilmen. Ich habe hier jetzt eine Terabyte SSD dran, da geht also schon ordentlich was drauf. Das Ganze ist auch sehr wertig verarbeitet, alles aus Metall, ohne scharfen Kanten. Ihr habt hier sogar noch einen kleinen Halter für das Kabelchen, damit hier auch keine Belastung auf die SSD kommt. Das ist also alles schon sehr gut durchdacht. Das Einzige, was hier vielleicht, wo man sich ein bisschen drüber streiten kann, ist einfach das USB-C-Kabel am iPhone selber. Das wird hier nicht fixiert. Wenn es hier noch was geben würde, um das Ganze zu fixieren, dann wäre es perfekt. Aber soweit macht es schon mal einen richtig guten Eindruck. Und wie gesagt, durch die Filter, die ihr hier vorne montieren könnt ihr dann wirklich eure Verschlusszeit und so weiter alles anpassen. Mit einem Mistfilter könnt ihr euch einen Look generieren.
Da sind also sehr viele Möglichkeiten gegeben. Wenn ihr mit dem iPhone wirklich sehr viel filmen wollt, dann empfehle ich euch wirklich so einen Käfig anzuschaffen mit dem Zubehör, was es darum halt auch noch so gibt. Vielleicht jetzt nicht unbedingt die Objektive, aber die Filter an sich sind schon eine Sache, die sollte man auf jeden Fall verwenden. Ich verlinke euch das Ganze mal unten in der Beschreibung, dann könnt ihr euch das angucken und gegebenenfalls auch kaufen. Ich hoffe, das Video hat euch soweit gefallen. Wenn es denn so war, lasst mir einfach ein Like da, abonniert den Kanal für weitere Videos. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, dann könnt ihr diese gerne unten in die Kommentare schreiben. Und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Filmen. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao.